Also erstmal wahnsinnig vielen riesen Dank für die tollen Themenvorschläge, die ihr jetzt vor allen Dingen auf WhatsApp macht. Ich bin total begeistert. Aber auf WhatsApp, da gibt es auch Sachen von Verschwörungstheoretikern, die mir Thesen verkaufen wollen, die einfach komplett daneben sind. Und ich will jetzt mal Klartext sprechen, was ich davon halte. Also herzlich willkommen bei Klicks um Science Fiction Klartext. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass ich da eigentlich eine ziemlich klare Einstellung zu habe. Was ist eine Verschwörungstheorie, was ist eine Theorie, was ist eine Hypothese? Denn das ist ganz wichtig zu wissen. Und was mir da an Verschwörungstheorien wirklich um die Ohren fliegt, das kennt manchmal wirklich keine Grenzen. Also, wenn jemand behauptet, die Erde sei flach, dann gibt es so viele Beweise. Ich meine nur, warum gibt es keine Flach-Jupiterianer und so weiter und so fort? Elon Musk hat letztlich nach dem Club der Flach-Marsianer gefragt. Die gibt es nicht, weil alles andere um uns herum sind Kugeln und die Erde eben auch. Warum sollte es anders sein? Und Klimawandel, genau das Gleiche. Da geht es um die berühmten 3%, die nur CO2 vom Menschen dazu gemacht werden. Aber das leider jedes Jahr. Und deshalb haben wir fast 50% mehr CO2 in der Atmosphäre als vor der industriellen Revolution und so weiter und so fort. All diese Theorien, diese Verschwörungstheorien beruhen auf YouTube-Videos und das macht mich wirklich madig, wo einfach wirklich Quatsch drin erzählt wird. Es fängt mit Lügen an und es wird so getan, als wäre das in irgendeiner Weise wissenschaftlich oder sonst was. Die Fakten werden durcheinandergewirbelt und zusammengeknetet. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte aus meiner Schule erzählen, die mich dazu gebracht hat, alles mal in meinem Kopf hier oben, in meinem Gehirn, das ist nämlich ein super Zusatzgerät, was wir hier oben haben, alles einmal durchdenken, bevor ich jemand etwas glaube. Und das war im Geschichtsunterricht, da hatten wir einen ganz tollen Lehrer, das war Ironie, also er war nicht ganz toll, sondern er wollte uns erklären, warum kein einziger Arbeiter im Dritten Reich die NSDAP gewählt hätte. Hintergrund war, er war Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei, der DKP, und die hatten offensichtlich Weisungen von ihrer Partei, die Schüler in den deutschen Schulen, wenn sie die Möglichkeit hatten, so zu indoktrinieren. Das konnte natürlich nicht stimmen, da braucht man sich nur ein bisschen die Wahlzahlen, die Wahlanalysen anzugucken und schon kann man drauf, das, was dieser Mann behauptet, stimmt nicht. Was er gemacht hat, er hat sich unser Geschichtsbuch genommen, hat eine Quelle dort genommen, hat gesagt, das steht da drin, und dann hat er eine eigene Quelle rausgekramt und hat gesagt, guck mal, da steht ja das Gegenteil drin, also stimmt meine Quelle und diese Quelle nicht. In diesem Moment haben wir als Schulklasse angefangen zu arbeiten. Wir haben selber recherchiert, wir haben selber unser Zusatzgerät eingeschaltet, nicht vergessen, und haben herausgefunden, aus den und den objektiven, faktischen Gründen kann das nicht stimmen. Was ist weiter passiert? Es gab einen Elternabend und am Schluss musste dieser Lehrer vor die Schulklasse treten und sich in aller Form entschuldigen. Seitdem weiß ich erstens den Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie, zwischen einer Theorie und einer Hypothese. Nur nochmal, ihr habt vielleicht das Video von Neil deGrasse Tyson hier auf dem Kanal gesehen, da könnt ihr das nochmal nachhören, wie so eine wissenschaftliche Theorie funktioniert. Dann eine Theorie in der Wissenschaft, zum Beispiel die Evolutionstheorie, ist nicht nur bloß eine Theorie, sondern sie ist bewiesen. Anders die Theorie der dunklen Materie und der dunklen Energie. Sie ist nicht bewiesen, es gibt 1000 Indizien, es ist eine Hypothese. Und dass die Sonne kalt ist, die Erde flach ist und der Mond eine Raumstation ist, das sind nicht nur keine Theorien, sondern es sind einfach komplett absurde Ideen, die schon bereits widerlegt sind, für die es unglaublich viele Beweise gibt, dass sie nicht stimmen. Also meine Bitte an euch, wenn ihr YouTube-Videos seht, guckt euch die von wirklich seriösen Kanälen an. Deabonniert bitte alles, was euch so einen Quatsch erzählen will. Es ist Quatsch, es sind Lügen und es ist einfach Unwissen, das verbreitet wird, und es gibt nichts Schlimmeres. Wir haben dafür ein Bildungssystem. Es gibt nichts Schlimmeres als Unbildung. Bildung ist wahnsinnig wichtig. Lasst euch also bilden. Seid intelligent, werdet schlau durch Bildung und lasst euch nicht in die Irre führen. Ja, und das beste Mittel natürlich, um schlau zu werden, schlau zu bleiben und andere vielleicht auch noch schlau zu machen, ist natürlich hier Clickzoom, der Wissenschaftskanal, zumindest für dieses Themengebiet. Das heißt, wenn ihr immer die Videos vorab zu diesem Thema, zu vielen anderen Themen haben wollt, dann
Abonniert mich hier oder folgt mir hier auf WhatsApp. Da kriegt ihr einen Kontakt zu mir. Ihr könnt mir dann Themen vorschlagen. Ihr könnt andere Vorschläge machen. Es ist der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken. Und ansonsten verlinke ich hier jetzt mal ein Video, wo ich mal Dampf abgelassen habe. Das mache ich auch gerne, wenn ich nicht unbedingt Klartext rede. Also bis dann. Bleibt dran.